Portaltage, Sonnenstürme, kosmische Energien und alles ist im Wandel. Da können schon mal Kopfschmerzen auftreten oder Schwindelgefühl, Herzrasen, depressive Verstimmungen. Wie kannst du das in den Griff bekommen? Was kannst du dagegen tun? 3 ganz easy praktische Tipps dazu. Wenn du, so wie ich, wie ein Seismograph auf äußere Einflüsse reagierst, dich in großen Menschenmassen vielleicht unwohl fühlst und merkst, wenn in der Luft etwas liegt, egal ob kosmische Energien oder Wetterkapriolen, du spürst es einfach. Dazu kommen noch die ganzen Dinge, die im Moment in uns allen arbeiten, nämlich die ganzen Wandlungen, die im großen Maßstab stattfinden. Dann hast du mit ziemlicher Sicherheit auch schon mit körperlichen Auswirkungen zu tun gehabt. Hinzu kommt natürlich unser ganzes permanent auf den Laptop schauen oder auf das Smartphone, sodass die Augen überreizt sind, egal ob im Job oder eben auch privat zu Hause. Was kannst du dagegen tun? Wie wirst du damit fertig? Das, wovon ich hier erzähle, nutze ich seit ewigen Zeiten, seit Jahren, bestimmt, weiß ich nicht, seit 15 bis 20 Jahren. Da ist es mir das erste Mal untergekommen. Und als ich noch in Büros gearbeitet habe, haben Kollegen immer gesagt, Karen, mach das doch mal, dann gehen meine Kopfschmerzen ganz schnell weg. Was meine ich? Es gibt die einen, wenn sie Kopfschmerzen haben, dann werfen sie eine Aspirin ein oder so ein Klopper wie eine Ibu in allen möglichen Dosierungen. Was ich dir jetzt vorstellen werde, gegen Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und auch depressive Verstimmungen, das hast du immer dabei. Du brauchst nichts dazu. Es ist in dir und an dir. Und da spreche ich jetzt nicht von Meditation, ausnahmsweise mal nicht. Während eines anstrengenden Tages, entweder weil wir ganz viel am Computer gesessen haben oder weil es jede Menge Aufregungen gab, wir im Gedankenkarussell uns bewegt haben, da treten dann schon mal Kopfschmerzen auf. Was ich dir vorschlagen möchte, ist etwas, wozu du nur deine Hände benötigst. Ich spreche von Akupressur. Ich selbst nutze das schon seit langer Zeit, weil ich viele Medikamente überhaupt nicht vertrage. Sprich, ich nehme allenfalls Globuli oder Schüssler Salze. Aber wenn man die gerade nicht zur Hand hat, dann ist Akupressur eine wunderbare Möglichkeit, Kopfschmerzen, die durch ermüdete Augen oder eben Gedankenkarussell entstanden sind, zu beenden. Und zwar ohne Nebenwirkungen. Ich nehme mal meine Brille ab, auch wenn ich dann etwas nicht mehr so genau sehe. Im Grunde sind es verschiedene Punkte, die du der Reihe nach akupressierst. Du beginnst bei Kopfschmerz, vor allen Dingen in diesem Bereich um die Augen herum, um die Stirn herum, hier außen, etwas oberhalb der Augenbrauen. Du merkst das als kleine Eindellung. Dort nimmst du einfach die Finger und akupressierst. Du siehst, ich übe einen leichten Druck aus. Der Punkt ist richtig, wenn er schmerzt bei diesem Druck, dann ist es genau der richtige Punkt. Und machst das etwa eine halbe Minute lang, insgesamt bis 5 Minuten. Dann nimmst du den Beginn deiner Augenbrauen. Du merkst es, da ist auch so eine kleine Eindellung und akupressierst auch diesen Punkt. Er wird schmerzen, wenn du wirklich Kopfschmerzen hast, die durch die Stirn marschieren. Dann gehst du in die Mitte deiner Augenbrauen als nächsten Punkt. Du machst im Grunde wie einen Kreis um deine Augenhöhle drumherum. Bleibst immer noch auf dem Knochen. Du kannst den Punkt überhaupt nicht verfehlen, denn
Er ist immer da, wo es weh tut. Und als nächstes gehst du an den Rand deiner Augenbrauen und drückst auch hier in so leicht kreisenden Bewegungen. Der 5. Punkt ist unterhalb an der Augenhöhle, da wo der Knochen ist. Du merkst auch eine leichte Vertiefung. Das ist in etwa da, wo die Pupillen sich befinden. Akupressierst diesen Punkt und gehst als letztes da genau ins Eck. Du spürst es, da wo die beiden Knochen von oben und von unten zusammenstoßen. Auch der Punkt wird dann wehtun. Und akupressierst diesen Punkt immer beidseitig. Das ganze Prozedere kann etwa, ja, eine halbe Minute dauern bis 5 Minuten. Du wirst es merken. Du fügst dir erstmal Schmerz zu. Es tut etwas mehr weh. Mach dir keinen Kopf. Hinterher, wenn du damit aufhörst, wirst du befreit aufatmen. Die Erleichterung stellt sich direkt ein. Wenn der Kopfschmerz von vorne nach hinten rüber zieht und auch den Hinterkopf betrifft, dann gibt es an der Stelle, ich weiß gar nicht, ob ich das so zeigen kann, wo der Kopf in den Hals übergeht, links und rechts der Muskelstränge, gibt es Vertiefungen, die akupressierst du ebenfalls. Du merkst dann richtig, wie der Schmerz von hier rüber nach vorne zieht, wenn der Kopfschmerz den gesamten Kopf betrifft. Das ist das Erste. Die Bewölkung da draußen, die wechselt heute permanent. Deswegen sehen meine Haare mal so aus. Mal sieht es eher wie ein Schwarz-Weiß-Video aus und dann wieder wie Farbe. Ich lasse das jetzt so. Ich hoffe, du störst dich nicht daran. Lass uns als zweites dem Thema Schwindelgefühl uns widmen und danach Herzrasen. Schwindelgefühl gibt es ebenfalls einen Akupressurpunkt und der ist genau hier in der Mitte des Gesichtes und waagerecht betrachtet horizontal zwischen den Augenbrauen. Du verfährst damit wie beschrieben beim Kopfschmerz. Es gibt eine Atemtechnik, die sowohl bei Schwindelgefühl hilfreich ist, aber auch bei Herzrasen. Mir zumindest passiert es während dieser ganzen kosmischen Energien öfter mal, dass ich so Herzrasen habe. Dann mache ich Folgendes. Ich atme ein, bis ich nicht mehr kann, bis Anschlag sozusagen. Dann halte ich mich im eingeatmeten Zustand und warte ab, bis ich denke, nee, jetzt musst du ausatmen. Dann atme ich aus, so tief, dass du das Gefühl hast, die Bauchdecke ist hinten am Rücken angeklebt. Und bleibe in dieser ausgeatmeten Stellung. Da kann es sein, dass dein Herz erstmal noch schneller und intensiver schlägt. Ein Herz, was schlägt, das schlägt. Du lebst. Und warte, bis ich das Gefühl habe, jetzt muss ich zwingend einatmen. Und das Ganze wiederhole ich noch 2 bis 3 Mal. Und danach sollte Schluss sein mit dem Herzkasper oder dem Schwindelgefühl. Ich gehe immer davon aus, dass es keine permanenten Dinge sind und du nicht wegen irgendeiner Herzgeschichte beim Arzt in Behandlung bist. Dann lass das lieber und besprich das mit deinem Arzt oder Heilpraktiker. Dann haben wir noch ein drittes Thema und das sind depressive Verstimmungen. Gerade jetzt mit dem Mond und den ganzen Planeten in den Fischen. Ich bin kein Astrologe, ich kenne mich da nicht so aus, aber wir merken das mitunter, dass wir dicht am Wasser gebaut haben oder auch in depressive Verstimmungen geraten, wo man früh schon denkt, oh nee, muss ich den Tag jetzt durchstehen? Wie mache ich das denn? Dann würde ich mich am liebsten auf die Couch setzen und gar nichts mehr tun. Oder was weiß ich, einen Film nach dem anderen mir reinziehen. Es wird nichts Gescheites und am Abend bin ich unzufrieden. In solch einem unzufriedenen Zustand, in solch einer depressiven Verstimmung
wollen viele sich nicht unter Menschen begeben, sich sozusagen niemandem zumuten, wenn man nicht zu dem Typ gehört, der dann zum Telefon greift und Hinz und Kunz anruft, um seine Stimmung aufzubauen. Auch das ist in Ordnung. Wenn du zur ersten Sorte gehörst, die dann sich eher zurückzieht, durchbrich den Rückzug insofern, als du entweder in die Natur gehst und wunderbare Eindrücke aus der Natur sammelst. Das hilft auf jeden Fall, deine Stimmung zu heben. Wald oder Wasser sind wunderbare Gelegenheiten dazu. Oder aber du tust einfach irgendetwas. Du brauchst nur einen winzigen Impuls. Erhebe dich aus deiner Haltung, die du gerade eingenommen hast, in deiner miesen Laune und fange einfach irgendetwas an. Und wenn es Schränke auswischen ist, irgendetwas aussortieren, in den Keller gehen und aufräumen, whatever. Irgendetwas, wo du im Nachgang das Gefühl hast, ach, wenigstens das habe ich heute zu Wege gebracht. So viel an Inspiration für heute, ganz pragmatisch. Ich hoffe, es gibt dir was. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.